Vor etwa 1,5 Jahren kam es in den sozialen Netzwerken zu einer hitzigen Diskussion über ein mysteriöses Verschwinden auf TikTok, Instagram und YouTube. Alle sprachen über den vermissten Fall des 3-jährigen Ryker Webb. Verschwinden in Wäldern kommt viel häufiger vor, als man denkt, aber die Umstände dieses Falls haben besonders viel Aufsehen erregt. Die Details schienen unglaublich seltsam, sogar mystisch. Viele Fakten passten einfach nicht zusammen, und heute werden wir diese Geschichte im Detail untersuchen. Die kleine Stadt Troy im Bezirk Lincoln im Bundesstaat Montana wurde zum Zentrum der Ereignisse. Ryker Webb verschwand direkt aus seinem eigenen Garten. Sein Vater hatte den Jungen kurz allein gelassen, um etwas aus dem Haus zu holen. Als er zurückkam, war Ryker verschwunden. Eine groß angelegte Suchaktion wurde gestartet. Der örtliche Sheriff, Freiwillige und professionelle Rettungskräfte durchkämmten die Wälder in der Umgebung des Hauses. Jede Stunde zählte, denn es ging um das Leben eines Kindes. In solchen Momenten wird einem besonders bewusst, wie wichtig es ist, sein Kind im Voraus zu schützen. Der Fall, über den wir heute sprechen, zeigt deutlich, wie selbst kleine Hilfestellungen entscheidend sein können. Die Geschichte des Verschwindens von Ryker Webb ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass jeder Einsatz zählt. An diesem Tag veränderte sich in Troy, einer kleinen Stadt, innerhalb weniger Minuten alles. Es war ein Sommertag, der 2. Juni 2022. Heute hat Troy nicht mehr als 1000 Einwohner. Kurz vor seinem Verschwinden war Ryker mit seinem Vater und seinem Hund im Vorgarten ihres Familienhauses. Irgendwann beschloss der Vater des Jungen, ins Haus zu gehen, um etwas zu holen. Als er zurückkam, war Ryker verschwunden. Nach dem Verschwinden des Jungen kamen der örtliche Sheriff und zahlreiche Freiwillige der Such- und Rettungsmannschaft. Sie durchkämmten den Wald und die Umgebung, um den vermissten Jungen so schnell wie möglich zu finden. Glücklicherweise wurde er nach einigen Tagen tatsächlich gefunden. Die Umstände, unter denen er gefunden wurde, warfen jedoch einige Fragen auf. Die kleine Stadt Troy ist nur ein kleiner Teil des Bezirks Lincoln. Der Bezirk, in dem diese Stadt liegt, ist für seine relativ geringe Höhe über dem Meeresspiegel bekannt. Natürlich gehört Montana zu den sogenannten Bergstaaten, aber die durchschnittliche Höhe der Berge hier beträgt nur etwa 1000 Meter, was im Vergleich zum Rest des Landes eher unbedeutend ist. Die Stadt selbst ist vor allem für ihre wunderschöne Berglandschaft und ihre ausgedehnten dichten Wälder bekannt. Nach den vorliegenden Informationen leben dort Schwarzbären, Weißwedelhirsche, Antilopen, Elche sowie Berglöwen und viele andere Wildtiere. Mit anderen Worten, es ist wirklich ein wunderschöner und gemütlicher Ort, an dem man die Natur in vollen Zügen genießen kann. Aber nur, wenn man kein vermisstes 3-jähriges Kind ist. Insgesamt war der Tag, an dem Ryker verschwand, nicht ungewöhnlich, eher sogar das Gegenteil. Wie immer spielte er mit seinem Vater und ihrem Hund im Hof. Irgendwann wollte er sich vom Herumrennen ausruhen und beschloss, im Garten nach Käfern zu suchen. Es sollte erwähnt werden, dass Ryker mit seiner Liebe zum Insektenfangen nicht allein war. Viele Kinder, die in unmittelbarer Nähe zur Natur aufwachsen, lieben solche Beschäftigungen. Ich glaube, die meisten von ihnen haben sogar ein spezielles Gerät zum vorsichtigen Sammeln von Insekten. Es sieht aus wie ein kleiner Behälter. Wie ich bereits sagte, rannte Ryker im Hof herum und drehte Steine um, in der Hoffnung, einen Käfer zu finden. Irgendwann beschloss Rykers Vater, ins Haus zu gehen. Seltsamerweise konnte der Mann später selbst nicht wirklich erklären, was er dort gesucht hatte und warum er überhaupt hineingegangen war. Die Details dieser Angelegenheit sind zwar etwas unklar, aber er ging auf jeden Fall ins Haus und ließ Ryker für kurze Zeit mit dem Hund allein. War es unverantwortlich, den Jungen unbeaufsichtigt zu lassen? Ich weiß es nicht. Sie lebten in einer kleinen Stadt und ihr Haus lag direkt am Waldrand, und vielleicht dachte er sich, dass während seiner Abwesenheit nichts Schlimmes passieren könnte. Als er jedoch wieder in den Hof kam, war der Junge verschwunden. Schließlich begann der Mann, die Umgebung und den Waldstreifen abzusuchen. Er rief mehrmals den Namen seines Sohnes, aber alles ohne Erfolg. Mit anderen Worten, der Mann konnte keine Anzeichen für die Anwesenheit des Kindes finden. Es schien ihm, als hätte sich Ryker buchstäblich in Luft aufgelöst. In einer solchen Situation ist es wichtig, keine Zeit zu verlieren. Es ist nicht notwendig, 24 Stunden oder eine andere Zeitspanne abzuwarten. Je früher die Suche beginnt, desto höher ist die Chance, das Kind unversehrt wiederzufinden. Darüber hinaus gibt es keine Haftung für falsche Angaben und schnelle Maßnahmen können Leben retten. Nach einiger Zeit kam die Mutter des Jungen nach Hause und der Mann erzählte ihr, was passiert war.
Schließlich wandten sie sich an das Sheriff-Büro des Bezirks Lincoln. Soweit mir bekannt ist, geschah dies etwa 2 Stunden nach dem tatsächlichen Verschwinden des Kindes. Für die meisten Menschen war dies einer der ersten seltsamen Momente in diesem Fall. Sie konnten ehrlich nicht verstehen, warum die Eltern des Jungen mehrere Stunden gewartet hatten, bevor sie die Behörden über das Verschwinden informierten. Vielleicht wollten Rikers Eltern einfach keine Panik auslösen, aber auf jeden Fall begannen die Behörden nach ihrer Meldung mit der Suche nach dem Kind. Zunächst durchkämmte eine Suchgruppe aus Freiwilligen und Polizisten die Umgebung des Hauses der Familie Webb. Nach Angaben des Vaters trug der Junge entweder einen blauen Overall oder einen Schlafanzug. Er hatte rote Haare und blaue Augen. Außerdem hatte er keine Schuhe an den Füßen. Zunächst ging man davon aus, dass Riker relativ leicht zu finden sein würde. Gegen Abend bestätigte sich diese Annahme jedoch nicht. Schließlich löste Sheriff Darren Short vom Lincoln County Police Department einen Sonderalarm aus und kontaktierte seine Kollegen aus den benachbarten Bezirken. Ich nehme an, dass er zu diesem Zeitpunkt davon ausging, dass eine solche Maßnahme unbedingt Erfolg haben würde. Denn wie weit konnte ein 3-jähriges Kind schon von zu Hause wegkommen? Es ist bekannt, dass die Suchmannschaft bis zum Abend des ersten Tages nach Riker suchte. Dann mussten sie die Suche aufgrund der sich rapide verschlechternden Wetterbedingungen einfach abbrechen. Die Suche nach dem Jungen wurde schließlich erst am nächsten Morgen wieder aufgenommen. Diesmal wählte die Suchgruppe ein kleines Waldstück außerhalb des Wohngebiets der Familie Webb aus. Dieses Gebiet war auch für seine wilde Natur bekannt. Laut Aussagen von Anwohnern waren dort schon mehrfach Schwarzbären und Berglöwen gesichtet worden. Angesichts dieser Umstände konnte man diesen Ort wahrlich nicht als sicher bezeichnen. Als sie tiefer in den Wald vordrangen, entdeckten die Freiwilligen den ersten möglichen Hinweis. Es waren genau die umgedrehten Steine. Man nahm an, dass Riker sie umgedreht hatte, um darunter nach Käfern zu suchen. Trotz dieser Entdeckung hatten die Mitglieder der Suchgruppe noch immer keine klare Vorstellung davon, in welche Richtung der Junge gegangen sein könnte. Allerdings zweifelte keiner von ihnen mehr daran, dass er es war, der die Steine umgedreht hatte. Nach den vorliegenden Informationen führte das abgesuchte Waldgebiet direkt zur südlichen Grenze des Bezirks Lincoln, genauer gesagt zu einer Stadt namens Sanders County. Am Ende des 2. Suchtags waren die umgedrehten Steine immer noch der einzige Anhaltspunkt. Weder Riker selbst noch seine Kleidung oder Fußspuren wurden gefunden. Aus diesem Grund verschlechterte sich die Stimmung der Suchmannschaft. Glücklicherweise erhielt das Sheriff-Büro des Bezirks Lincoln am Morgen des 3. Tages der Suche den lang ersehnten Anruf, dass Riker gefunden worden war. Zum Zeitpunkt seiner Entdeckung befand sich der Junge in einer verlassenen Scheune in der Nähe einer Straße, die als Paris Road bekannt ist. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Entfernung zwischen dem Haus der Familie Webb und diesem Ort mehr als 3,5 Kilometer beträgt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass kurz nach der Auffindung von Riker durch die Polizei, genau wie bei vielen anderen Menschen, logische Fragen aufkamen. Praktisch niemand konnte sich vorstellen, wie ein 3-jähriger Junge 2,5 Tage in den Wäldern von Montana überleben konnte, wenn man so schwerwiegende Faktoren wie den Mangel an Nahrung und Wasser, ständig wechselnde Wetterbedingungen und wilde Tiere berücksichtigt. Wie konnte er diese Herausforderung bewältigen? Leider habe ich keine Antworten auf diese Fragen. Ich weiß jedoch, dass Sheriff Short, nachdem er von der Entdeckung von Riker erfahren hatte, persönlich zum Fundort fuhr, um sich zu vergewissern, dass es sich tatsächlich um ihn handelte und dass er in Ordnung war. Als er dort ankam, sah der Sheriff ein völlig gesundes Kind, das sich in relativ guter Verfassung befand. Die einzigen sichtbaren Verletzungen waren ein paar blaue Flecken im Gesicht und ein paar Kratzer an den Beinen. Riker wirkte etwas verängstigt oder eher schüchtern. Short kam jedoch zu dem Schluss, dass dies daran lag, dass der Junge von einer großen Anzahl unbekannter Menschen in Uniform umgeben war. Er hatte jedoch keine besonderen Zweifel daran, dass die 2-tägige Trennung von seinen Eltern ihn stark mitgenommen hatte. Als der Sheriff Riker mitteilte, dass er ihn zu seiner Familie bringen würde, wurde er etwas lebhafter und seine Augen begannen zu leuchten. Nach einer Weile wurde der Junge in einen Krankenwagen gesetzt. Dort wurde dieses berühmte Foto aufgenommen. Wie Sie sicherlich bemerkt haben, waren seine Augen einfach riesig. Dabei sah er nicht wie er selbst aus, sondern so, als hätte er gerade einen Geist oder etwas Ähnliches gesehen. Die Besitzer der verlassenen Scheune, die Riker gefunden hatten, waren wie viele andere Menschen ehrlich überrascht, ihn dort zu sehen. Zunächst verstanden sie überhaupt nicht, wie er hineingekommen war, denn laut ihren Angaben war die Eingangstür verschlossen.
Tatsächlich fanden sie Riker nur, weil sie Geräusche aus der Scheune hörten. Als sie jedoch hineingingen, waren sie äußerst schockiert, als sie dort den kleinen verängstigten Jungen sahen. Später wurde Riker ins Krankenhaus gebracht, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung mit ihm war. In der Zwischenzeit sammelten die Polizeibeamten weiterhin alle verfügbaren Fakten, um herauszufinden, was mit dem Kind geschehen war. Zu diesem Zeitpunkt zögerten die Vertreter der Sheriffbehörde nicht mehr, die gesamte Verantwortung für den Vorfall den Eltern von Riker zuzuschreiben. Trotzdem erhoben die Behörden keine Anklage gegen sie. Gegen Mittag versammelte Sheriff Darren Short seine Kollegen und teilte ihnen seine Version des Geschehens mit. Ihm zufolge hatte Riker irgendwann einfach keine Lust mehr, im Vorgarten nach Käfern zu suchen und machte sich auf den Weg in den Wald. Aus irgendeinem Grund folgte ihm der Familienhund nicht, und er ging immer tiefer in den Wald hinein und drehte jeden Stein um. Anscheinend verirrte er sich kurz darauf und lief in die entgegengesetzte Richtung vom Haus weg, bis er schließlich zu der bereits erwähnten Scheune gelangte und sich dort versteckte, um sich vor dem schlechten Wetter zu schützen. Diese Situation zeigt, wie wichtig es ist, Kindern schon früh Sicherheitsregeln beizubringen und ihnen zu erklären, wie sie sich in unerwarteten Situationen verhalten sollen. Gespräche darüber, was zu tun ist, wenn ein Kind verloren geht, an wen man sich um Hilfe wenden kann und wie man sich an einem bekannten Ort orientiert, können lebenswichtig sein. Es ist sinnvoll, mit dem Kind im Voraus die Telefonnummer eines Elternteils auswendig zu lernen und ihm zu erklären, was sichere Erwachsene sind, an die man sich in Gefahr wenden kann. Einfaches Wissen und richtiges Handeln können Unglück verhindern. Nach Ansicht des Sheriffs hatte der Junge trotz seines jungen Alters dennoch genug Verstand, um sich einen Unterschlupf zu suchen und dort das Unwetter abzuwarten. Angeblich habe er sich deshalb entschieden, in diesem Schuppen zu bleiben, wo er dann 1,5 Tage lang ausharrte. Aber konnte das wirklich so sein? Oder war die Version, dass ein 3-jähriges Kind mehr als 3,5 Kilometer durch den Wald laufen konnte, um Schutz zu suchen, nicht realistisch? Das größte Problem dieser Version war wohl, dass Riker erst 3 Jahre alt war und wie alle Kinder in seinem Alter dringend Nahrung und Wasser brauchte. Als er schließlich gefunden wurde, war Riker nicht stark dehydriert. Menschen können je nach individueller Konstitution etwa 3 volle Tage ohne Wasser auskommen. Könnte das bedeuten, dass jemand den Jungen gefüttert oder ihm Wasser gegeben hat? Einige Internetnutzer waren der Meinung, dass Riker tatsächlich entführt worden war. Angeblich habe diese Person gewartet, bis der Vater des Jungen ins Haus gegangen war, ihn dann gepackt und in denselben Schuppen gebracht, wo sie ihn kurz vor seiner Entdeckung zurückgelassen habe. Zumindest gab der emotionale Zustand des Jungen den Menschen, die den Verlauf des Falls verfolgten, Anlass zu einer gewissen Besorgnis. Viele waren der Meinung, dass Riker in Wirklichkeit nicht wie ein 3-jähriges Kind wirkte, das mehrere Tage in völliger Einsamkeit verbracht hatte. Angeblich könnte all dies darauf hindeuten, dass der Entführer sich bemüht hatte, Riker zu beruhigen und ihm zu versichern, dass alles gut werden würde. Einige merkten auch an, dass dieses mysteriöse Verschwinden viele Ähnlichkeiten mit einem anderen, nicht weniger seltsamen Fall hatte, nämlich dem Fall Casey Hathaway aus North Carolina. Casey war ebenfalls erst 3 Jahre alt, als er plötzlich verschwand, während er im Garten seiner Urgroßmutter spielte. Er wurde einige Tage später etwa 6,5 Kilometer von seinem Zuhause entfernt mitten in einem Sumpf gefunden. Der kleine Flecken Erde, auf dem er saß, war nur durch einen Sumpf zu erreichen, der selbst erwachsenen Männern bis zur Hüfte reichte, die ihn schließlich fanden. Viele fragten sich damals, wie ein 3-jähriger Junge durch den Sumpf gekommen war. Leider gab es auch auf diese Frage keine Antwort. Wie ich bereits sagte, saß Casey, als er gefunden wurde, einfach auf einem kleinen Stück Land inmitten von Gras und Büschen und rief nach seiner Mutter. Wie bei Riker wurden auch an seinem Körper keine schweren Verletzungen festgestellt. Er hatte nur ein paar Schnitte und Prellungen. Im Gegensatz zu Riker war Casey jedoch dehydriert. Als er gefragt wurde, wie er überlebt habe und was er in diesen Tagen gemacht habe, antwortete er, dass er die Zeit in Gesellschaft eines Schwarzbären verbracht habe. Nun, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll, aber diese Fälle hatten tatsächlich viele auffällige Gemeinsamkeiten. 2 kleine Jungen verschwanden plötzlich und als man sie fand, befanden sie sich an Orten, an die sie ohne fremde Hilfe unmöglich hätten gelangen können. Dabei waren die Jungen unverletzt. Der einzige Unterschied bestand darin, dass Casey laut eigenen Angaben von einem schwarzen Bären gerettet worden war,
Natürlich war dieses wilde Tier höchstwahrscheinlich nur eine Erfindung der Fantasie des Kindes. Einige nahmen seine Worte jedoch zu wörtlich und kamen zu dem Schluss, dass es sich nicht um einen Bären, sondern um einen Bigfoot handelte. Ich möchte klarstellen, dass dies nicht meine Theorie ist, aber ich bin ihr im Internet mehrfach begegnet. Angeblich entführen diese Tiere, wer auch immer sie in Wirklichkeit sind, regelmäßig Kinder und bringen sie an sichere Orte, weil sie eine Art mütterlichen oder väterlichen Instinkt haben. Wenn man diese Version ernst nimmt, könnte man vermuten, dass das Tier Riker allein gesehen und beschlossen hat, dass er in Gefahr ist. Deshalb könnte es ihn gepackt und an einen sicheren Ort gebracht haben, an den andere Waldbewohner nicht gelangen konnten, wie im Fall von Casey. Ich wiederhole, das ist nicht meine Theorie. Wie dem auch sei, es ist wirklich interessant, wie Riker die 3,5 Kilometer von seinem Wohnort bis zu der Scheune, in der er gefunden wurde, zurücklegen konnte und warum er beim Durchqueren des Waldes nicht viel schwerere Verletzungen als ein paar blaue Flecken und Kratzer davongetragen hat. Ganz zu schweigen davon, dass er weder Essen noch Wasser hatte und durch die Bewohner des Waldes in Lebensgefahr schwebte. Ich glaube, dass wir in naher Zukunft keine Antworten auf diese Fragen finden werden. Wir können nur hoffen, dass Riker groß wird und selbst erzählt, was ihm widerfahren ist, obwohl sein Gehirn die Erinnerungen an diese Ereignisse wahrscheinlich blockieren wird. Wer weiß. Teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem mysteriösen Fall mit. War es ein einfacher Fall von Verschwinden und Riker hatte einfach Glück, dass er überlebt hat, oder wurde er entführt? Die Geschichte von Riker Webb erinnert uns daran, wie wichtig schnelle Reaktionen und koordinierte Maßnahmen bei der Suche nach einem vermissten Kind sind. In diesem Fall dauerte die Suche 2,5 Tage und nur durch ein Wunder wurde der Junge lebend gefunden. Aber was wäre gewesen, wenn seine Eltern eine Smartphone-App mit GPS-Suchfunktion gehabt hätten? Hätte Riker eine Kinderuhr mit GPS bei sich gehabt oder hätten seine Eltern eine App genutzt, hätten sie sofort eine Push-Benachrichtigung erhalten, als er das Haus verlassen hatte. So hätten sie sofort reagieren und die Situation verhindern können, bevor der Junge zu weit weg war. Selbst wenn die Verbindung unterbrochen worden wäre, wäre der zuletzt gespeicherte Standort auf der Karte geblieben, anhand dessen man hätte erkennen können, in welche Richtung er sich bewegt hat. In den ersten Minuten nach seinem Verschwinden hätte ein Alarmsignal gesendet und sein letzter Standort an Suchdienste und Freiwillige weitergegeben werden können. Dies hätte die Suchzeit erheblich verkürzt und möglicherweise den Stress und die Gefahren vermieden, denen der Junge ausgesetzt war. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.